Guten Tag. Sie haben die Nummer des Beratungskompass Verschwörungsdenken gewählt. Alle Leitungen sind belegt. Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht oder melden Sie sich über die Mailfunktion auf der Homepage. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich zur Zerstörung der Demokratie im Sinne eines linksgrünen Gesinnungsstaats dienen. Das lehnen wir ab. Dagegen sind wir im Bundestag immer vorgegangen. Wir bleiben bei unserer Legende. Der Sohn als Erstwähler machte sein Kreuz bei der AfD. Kann der Familie geholfen werden und ist er rechtsextrem? Ja, das verstehe ich. Also es klingt für mich erstmal danach, als wären Ihre Sorgen dann durchaus berechtigt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ihr glaubt nicht, was die AfD aufgedeckt hat. Das Innenministerium finanziert eine Hotline gegen Verschwörungsdenken und die hält AfD-Wähler ernsthaft für radikalisiert. 1 Million Euro aus Steuergeldern für eine Beratungsstelle, die verzweifelten Eltern empfiehlt, ihre eigenen Kinder zu deradikalisieren zu lassen. Nur weil sie AfD wählen. Demokratie? Fehlanzeige. Das müsst ihr sehen. Schaut euch das Experiment an. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Eine Beratungsstelle gegen falsches Denken, finanziert mit über 1 Million Euro aus Steuergeldern. Der Beratungskompass Verschwörungsdenken. Laut der Webseite richtet sich das Angebot an alle Personen, die in ihrem Umfeld Probleme mit Verschwörungsdenken haben, auf der Arbeitsstelle oder in der Schule Unterstützung brauchen oder sich selbst von Verschwörungsdenken lösen wollen. Was genau Verschwörungsdenken ist, lässt sich leicht herausfinden, wenn man durch die Liste hunderter NGOs und Initiativen scrollt, an die der Beratungskompass vermittelt. Aus Steuergeldern bezuschusst kämpfen seitenlang gelistete Organisationen angeblich gegen Radikalisierung, für den Minderheitenschutz und wollen natürlich alle die Demokratie fördern. Der Beratungskompass Verschwörungsdenken wird vom Familien- und vom Innenministerium finanziert. Das Familienministerium bezuschusst dazu noch das Bundesprogramm Demokratie Leben. Demokratie Leben betreibt das Projekt Beratungskompass Verschwörungsdenken bzw. hat es an 3 NGOs übergeben. Violence Prevention Network arbeitet vor allem mit radikalisierten Personen, um sie durch pädagogische und psychologische Maßnahmen aus extremen Strukturen zu führen. Die Organisation Modus beschäftigt sich mit der Erforschung und Bekämpfung von Extremismus. Und die Amadeo Antonio Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für die Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft ein. Was passiert eigentlich, wenn man sich dort meldet? Wer entscheidet, was falsch ist und wie wird mit den Informationen umgegangen? Das wollen wir herausfinden. Beratung wird per Mail, anonymen Sofortchat und telefonisch angeboten. Wir entscheiden uns für die Telefonberatung, doch offenbar ist es nicht ganz leicht, hier durchzukommen. Guten Tag. Sie haben die Nummer des Beratungskompass Verschwörungsdenken gewählt. Alle Leitungen sind belegt. Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht oder melden Sie sich über die Mailfunktion auf der Homepage. Wir hinterlassen eine Rückrufnummer und warten ab. Wir treffen Martin Reichert. Für die AfD sitzt der 55-Jährige im Deutschen Bundestag. Er ist familienpolitischer Sprecher und Mitglied des Bundesvorstandes. Wie schätzt er den Beratungskompass ein? Ja, diese sogenannte, ich sag das mal, Demokratiebildung, die ja hier angeblich stattfinden soll, oder die Unterstützung der Demokratie, was ja auch im Demokratiefördergesetz zum Beispiel immer wieder angeführt wird, das sind ja alles Dinge, die eigentlich zur Zerstörung der Demokratie im Sinne eines linksgrünen Gesinnungsstaats dienen. Das lehnen wir ab. Dagegen sind wir im Bundestag immer vorgegangen. Wir lehnen diesen Jungbrunnen des Linksextremismus, das sogenannte Projekt Demokratie Leben, in dem ja hunderte Millionen in solche Vereine gepumpt werden, lehnen wir ab. Wir haben immer dagegen gestimmt und das werden wir auch weiterhin tun. Knapp eine Stunde später dann der Rückruf. Wir haben eine ganz einfache Frage. Wie soll ich als Vater damit umgehen, dass mein Sohn die AfD gewählt hat? Die Sache ist natürlich, sorgt bei uns zu Hause natürlich für Probleme. Bei uns, also meiner Frau und mir, ist es so, wir haben überhaupt gar keine Argumente mehr dagegen. Ja. Wir wissen, alles, was wir sagen, wird eben irgendwie durch ihn entkräftet. Ja. Bin ich da überhaupt bei Ihnen an der richtigen Stelle? Ja, das kann ich gut verstehen. Dann
würde ich Sie gerne an die Beratungsstelle Crossroads weiter verweisen. Die machen eine Umfeld- und Angehörigenberatung, wenn es um Hinbindungsprozesse und Radikalisierungsprozesse geht. Also ich muss sagen, das ist natürlich einerseits, ist es gerade ein politisches Phänomen, was ja Fahrt aufnimmt. Das sind ja gerade vor allem junge Männer, die angesprochen werden von eben solchen Weltanschauungen und unter anderem auch von der Partei. Okay. Dann habe ich mir mal notiert, Crossroad heißt das? Das ist ein Projekt von Violence Prevention Network. Aha, okay. Wie gesagt, und ich kann Ihnen auch gerne sonst, ich habe ja sonst auch Ihre Handynummer, Ja. die Homepage per SMS schicken. Ach, das wäre nett, Oder- machen wir das so. Ja, Oh, ja. ja, dann mache ich das. Okay. Genau. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall. Schicken Sie mir ruhig die SMS. Ja, würde mich sehr das freuen. mache ich. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Danke für Ihren Anruf. Tschüss. Die Antwort eine Empfehlung zur Deradikalisierungsberatung. Das Bundesinnenministerium setzt also die Wahl einer demokratisch legitimierten Partei mit Extremismus gleich. Kampf gegen die AfD, aus Steuergeldern finanziert. Start der bundesweiten Anlaufstelle Beratungskompass Verschwörungsdenken. Betroffene und ihr Umfeld erhalten online und telefonisch eine vertrauliche Beratung im Themenfeld Verschwörungsdenken. Die Beratungsstelle Crossroads betreut Menschen, die aus der rechtsextremen Szene aussteigen wollen oder eine Affinität zu rechtsextremen Ideologien haben. Crossroads gehört zum Violence Prevention Network, kurz VPN, und erhält seit 2020 vom Familienministerium fortlaufend Bundesmittel für Projekte zur Extremismusprävention. Das Geld fließt in Beratungsprogramme, die demokratische Werte stärken sollen. Ja, das sind letzten Endes sehr bedenkliche Anzeichen. Erstmal, wir haben offiziell Meinungsfreiheit, de facto haben wir sie natürlich nicht. Wir sehen das insbesondere in vielen Fällen auch aus den letzten Wochen und Monaten, wo Menschen dann SEK-Besuche hatten, weil sie sich irgendwo im Internet falsch geäußert haben. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist vom linksliberalen Zeitgeist letzten Endes mit Unterstützung der CDU zerstört worden. Kurz darauf schon meldet sich Crossroads ebenfalls telefonisch. Wir bleiben bei unserer Legende, der Sohn als Erstwähler machte sein Kreuz bei der AfD. Kann der Familie geholfen werden und ist er rechtsextrem? Ja, das verstehe ich. Also es klingt für mich erstmal danach, als wären Ihre Sorgen dann durchaus berechtigt. Die Frage des Umgangs damit ist natürlich das Schwierigere. Und deswegen ist das gerade, wo ich sage, da lohnt es sich dann mal mehr Zeit, sich zu nehmen und hinzusetzen. Und ich meine, wenn wir am Ende, wenn Sie sehen, okay, da gibt es vielleicht Schritte, die wir mal probieren könnten zu gehen, wäre das sicherlich auch hilfreich. Aber das ist sowas, das wirklich jetzt am Telefon zu schweren, auch aus meiner Erfahrung heraus wirklich sehr schwer, weil es doch. Dann würde ich nämlich jetzt mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen, schauen, wir machen Beratung immer zu zweit, wer da auch wann Zeit für hätte, und dann würde ich mich zeitnah bei Ihnen zurückmelden. Für Martin Reichert ist eindeutig, was hier passiert. Mit Steuergeldern wird ein politisches Framing betrieben, das die Wahl der AfD mit Radikalisierung und Extremismus gleichsetzt. Ja, das sagt letzten Endes aus, dass in Deutschland die politische Kultur im Argen liegt. Sie liegt quasi im linksgrünen Dunst. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die CDU hat den gesamten linksgrünen Vereinssumpf mitgetragen, der diese Unkultur in die Gesellschaft getragen hat. Wir werden das trockenlegen. Was die AfD hier aufgedeckt hat, ist schlichtweg erschreckend. Die Regierung richtet eine Meldestelle ein, bei der jeder jeden anschwärzen kann. Und das ausgerechnet gegen demokratisch gewählte Parteien. Überlegt euch mal, was das bedeutet. Ein System, das Menschen gegeneinander aufhetzt, Misstrauen sät und politisch unliebsame Meinungen aus dem Weg räumen soll. Klingt bekannt, genau, denn solche Methoden hatten wir in Deutschland schon und wir wissen, wie es endete. Doch anstatt aus der Geschichte zu lernen, macht diese Regierung genau da weiter, wo totalitäre Systeme aufgehört haben. Und das Schlimmste, es werden wieder Leute mitmachen. Manche aus Angst, andere aus Überzeugung. Sie werden Nachbarn, Kollegen oder sogar Freunde denunzieren, weil ihnen eine Meinung nicht passt. Nennt es Denunzianten-Hotline, Meldestelle oder Kampf gegen Rechts. Am Ende bleibt es einfach nur schäbig. Leute, wir dürfen uns so etwas nicht gefallen lassen. Zeigt, dass ihr das durchschaut.
liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.